Hallo allerseits und willkommen zum dritten Teil des Leopold Bodybuilds, den ich zusammen mit Felis Barsinonensis hier auf YouTube unternehme. Dabei wollen wir die beiden Bausätze des K5E Eisenbahngeschützes von Dragon und Trumpeter miteinander vergleichen, um herauszufinden, wo die Stärken und Schwächen der jeweiligen Bausätze liegen. Ich baue den Dragon-Bausatz und wenn ihr sehen wollt, wie es sich mit dem Trumpeter-Bausatz verhält, dann schaut doch einfach auf dem Kanal von Felis vorbei. Im vorangegangenen Update haben wir die beiden Drehgestelle zusammengebaut und verglichen. Nun ist das Herzstück des Modells an der Reihe, die Lafette und das Geschützrohr. Da ich das Plastikgeschützrohr durch ein zweiteiliges Alurohr von Schaton Modellbau ersetze, weicht die Vorgehensweise beim Zusammenbau an dieser Stelle etwas vom normalen Ablauf ab. Leider sind die beiden Alurohrteile von Schaton teilweise recht verdellt und verkratzt, weshalb ich zuerst mal diese oberflächlichen Makel mit feinkörnigem Schleifpapier vorsichtig entfernt habe. Für den hinteren Teil des Kanonenrohrs kommen nach wie vor die dafür vorgesehenen Plastikteile zum Einsatz, wobei ich den inneren Ansatz des Verschlusses aufgesägt habe, damit der ziemlich weit nach innen ragende Teil des Alurohrs auch sauber hineinpasst. Allerdings musste ich feststellen, dass diese Maßnahme allein nicht ausgereicht hat. Es blieb eine unschöne Spalte am Übergang zwischen dem Alurohr und dem Plastikteil bestehen. Deshalb habe ich ein Stück des inneren Endes des Alurohrs abgesägt, was endlich zu einer guten Passung geführt hat. Die meisten dieser notwendigen Nacharbeiten würde ich aber nicht unbedingt als negativ bewerten. Ich finde, man muss mit sowas rechnen, wenn man ein Alurohr an ein Modell anpassen will. Das Alurohr ist momentan nur gesteckt. Ich werde es erst einkleben, wenn alle Detailarbeiten am Modell abgeschlossen sind, sonst wäre mir das einfach zu unhandlich und zu empfindlich. Weiter geht es mit dem Innenleben der Lafette. Das besteht vornehmlich aus dem Hubmechanismus für das Geschützrohr. Hier sind einige Schienen, Hebel und Zylinder vorzumontieren, wobei es keinerlei Probleme gab. Das Ganze ist beim Trumpeter-Bausatz nahezu identisch ausgeführt. Etwas schwieriger dagegen ist es, all diese Komponenten sowie sämtliche Spanten zusammenzustecken und das alles an die inneren Seitenwände der Lafette zu kleben. Dafür braucht man eigentlich 3 oder 4 Hände. Damit nichts schief wird, habe ich das Ganze zum Trocknen in den äußeren Hauptrahmen der Lafette gesteckt, der zum Glück als ein einziges massives Teil daherkommt. Beim Trumpeter-Bausatz besteht der Rahmen dagegen aus mehreren Teilen. Im Allgemeinen sei gesagt, dass einige Bauteile an sehr unpraktischen Stellen große und tiefe Auswurfmarken aufweisen, die man natürlich unbedingt entfernen sollte. Das betrifft vor allem die Spanten oder die beiden Böcke, auf denen das Geschützrohr ruht. Auswurfmarken an den sichtbaren Außenseiten sind wirklich nicht schön. Ich habe diese Auswürfer einfach rausgeschliffen. Nachdem der innere Teil der Lafette trocknen konnte, habe ich dann alles endgültig mit dem äußeren Hauptrahmen der Lafette verklebt. Dabei lohnt es sich definitiv, einen eher dickflüssigen Plastikkleber zu verwenden, wie etwa Revell Contacta, denn mit Tamiya Extra Thin käme man hier nicht so weit. An der Unterseite sind keine Teile zu montieren, es wird nur auf der Oberseite ein großes Deckelteil eingeklebt und die Böcke für das Geschützrohr befestigt. Dabei habe ich das Geschützrohr in leicht erhöhter Position festgeklebt, denn ich möchte mein Eisenbahngeschütz in Feuerposition darstellen. Damit alles an Ort und Stelle bleibt, kam etwas Klebeband und einige Klemmzwingen zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine wirklich sehr solide Konstruktion, die auch ohne Probleme dem zusätzlichen Gewicht des Alurohrs standhält, was ich hier zur Probe mal eingesteckt habe. Damit wäre das Gröbste schon mal erledigt und es kann mit den Kleinteilen der Lafette weitergehen. Das meiste davon wird zwar erst im nächsten Teil des Bauberichts Thema werden, aber ich möchte dennoch auf ein paar scratch-gebaute Details eingehen, die beim Trumpeter-Bausatz vorhanden sind, jedoch beim Dragon-Bausatz komplett fehlen, wie ich beim Abgleich mit dem Modell von Felis und einigen Referenzbildern bemerkt habe. So sind zum Beispiel diese 4 großen und auffälligen Griffe an der Lafette beim Dragon-Bausatz überhaupt nicht vorhanden, weshalb ich diese aus Stahldraht selbst zurechtgebogen habe. Die Halterungen habe ich aus Bleifolie gemacht. Ein weiteres auffälliges Detail, das komplett fehlt,
sind diese markanten Kabel oder Leitungen am hinteren Teil des Geschützrohrs. Ich weiß leider nicht, wozu diese gedient haben. Der Bausatz von Trumpeter bietet immerhin eine Abbildung, nach der man diese Leitungen aus Draht selbst herstellen kann, und nichts anderes habe ich hier auch gemacht. Dazu wurde dünner Messingdraht verwendet, geklebt wurde mit Sekundenkleber. Diese Klammern an den Endpunkten der Leitungen wurden mit Plastikkarte dargestellt. Auf den Referenzfotos sieht man außerdem eine sehr deutliche Gussstahlstruktur am hinteren Teil des Kanonenrohrs, die bei beiden Bausätzen nicht vorhanden ist. Diese Textur selbst herzustellen könnte einfacher nicht sein. Ich habe einfach eine großzügige Menge Mr. Surfacer 1000 mit einem alten Pinsel aufgetupft und so eine unebene, raue Oberfläche erzeugt. Damit wäre der Rohbau der Lafette des K5E Eisenbahngeschützes soweit fertig und im nächsten Update werden wir dann noch die fehlenden Details und Kleinteile ergänzen. Die beiden Bausätze von Dragon und Trumpeter sind in diesem Bereich recht ähnlich im Aufbau, wobei der Dragon-Bausatz an ein paar fehlenden Details leidet und der Trumpeter-Bausatz etwas komplizierter und kleinteiliger aufgebaut ist. Das Ergebnis ist trotzdem sehr ähnlich und ich würde sagen, dass beide Bausätze in diesem Teilbereich gleich auf sind. Damit ihr euch davon auch selbst überzeugen könnt, schaut ihr am besten gleich das Update von Felis Barsinonensis an, das ich hier in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinke. So viel zum aktuellen Baufortschritt des K5E Eisenbahngeschützes. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.